Moin, liebe Tischtennisfreunde. Ich höre immer wieder von Freunden und Kollegen, dass sie ihre Belege nicht selbst kleben, sondern sie gegen eine kleine Gebühr kleben lassen. Ich zeige euch jetzt, wie man Tischtennisbelege richtig klebt und ihr euch dieses Geld sparen könnt. Einen Bericht dazu findet ihr wie immer auf www.tt-test.de. Das A und O ist, dass ihr alle Sachen, die ihr benötigt, auf eurer Arbeitsfläche parat habt. Alle Utensilien, die ich für das Kleben verwende, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr braucht Folgendes: einen weißen Tischtennisbelagkleber, ein Schwämmchen, eine Schwämmchenhalterung, eine Belagkleberolle, eine Belagschere. Manche benutzen auch ein Cuttermesser oder eine andere Schere, aber mit so einer speziellen Belagschere geht es kinderleicht und ihr bekommt garantiert einen sauberen Schnitt hin. Und zu guter Letzt solltet ihr auch noch einen Belag haben, den ihr auf euren Schläger kleben wollt. Als erstes packt ihr den Belag aus und legt ihn mit der Schwammseite nach oben vor euch hin. Achtet darauf, dass der Belag richtig rum ist. Mir ist es schon mal passiert, dass ich den Belag falsch rum auf meinen Schläger geklebt habe. Das war super belastend. Nun gebt ihr den Kleber auf den Schwamm des Belags. Nehmt ruhig etwas mehr Kleber, so wie ich hier, da der Schwamm zum Verteilen des Klebers auch etwas Kleber aufsaugt. Verteilt nun mit dem Schwamm schön gleichmäßig den Kleber auf eurem Belag. Kleiner Tipp: Haltet mit den Fingern an den Ecken des Belages euren Belag fest. Die schneiden wir später sowieso ab. Nehmt euch für das Verstreichen des Belags ruhig etwas Zeit und seid sorgfältig. Das Ziel ist es, keine Kanten oder Nasen zu erzeugen und überall gleich viel Klebstoff zu verteilen. Nun heißt es warten, bis der Kleber trocknet. In der Zeit könnt ihr schon mal euren Schläger holen und die zu beklebende Seite vorbereiten. Hier ist nur wichtig, dass alle Klebstoffreste auf dem Holz entfernt sind, da jeder Krümel Klebstoffrest eine Unebenheit zum Schluss erzeugen kann und das wollen wir ja nicht. Wem das Warten zu lange dauert, der kann auch einen Föhn benutzen und den Belag vorsichtig föhnen. Nehmt dabei die kälteste Stufe eures Föhns, da sich sonst der Belag etwas ausdehnt. Wenn der Kleber auf dem Belag transparent geworden ist, geht's weiter. Nun kommt erneut Kleber auf den Schwamm, allerdings etwas weniger als vorhin. Dann wird alles wieder schön gleichmäßig mit dem Schwamm von gerade eben verstrichen. Jetzt ist unser Holz an der Reihe. Auch hier kommt Kleber rauf, der schön gleichmäßig verteilt werden muss. Ich beginne oft mit kleinen Kreisbewegungen, um den Kleber zu verteilen und streiche zum Schluss, wie hier zu sehen, den Klebstoff glatt. Nun heißt es wieder einmal warten oder föhnen, bis der Kleber auf dem Belag und auf dem Holz transparent ist. Wenn das der Fall ist, geht es jetzt zum Aufbringen des Belags. Ich entferne in der Regel die Schutzblätter und Folien des Belags vor diesem Schritt. Danach richte ich den Belag am unteren Rand im rechten Winkel zum Griff, wie hier zu sehen ist, aus. Ich achte darauf, dass der Belag in der Mitte vom Holz, also der Abstand nach links und rechts, gleich groß ist. Als nächstes setze ich den Belag auf das Holz auf, sodass nur der unterste Teil des Belags auf dem Holz klebt. Jetzt kommt die Rolle zum Einsatz. Ich lasse den Belag langsam zum Holz runter. Hier ist ganz wichtig, dass man keine Spannung auf dem Belag hat, da sich sonst die Spieleigenschaften des Belags verändern. Ich lasse also den Belag ganz langsam runter in Richtung Holz und rolle mit der Belagrolle direkt hinterher. Dabei übe ich schon etwas Druck mit der Rolle auf dem Belag aus. Danach rolle ich noch etwas über den Belag und besonders über die Kanten, damit der Belag an den Stellen schön aufgepresst wird. Die Beule, die hier links zu sehen ist, kommt nur daher, dass ich da mal mit dem Holz ordentlich gegen den Tisch gerasselt bin. Das liegt jetzt also nicht am falschen Kleben. So, jetzt habt ihr zwei Optionen. Entweder nehmt ihr euch ein, zwei schwere Bücher und stellt diese noch ein paar Stunden auf den Belag, damit der Kleber schön unter Druck final aushärtet, oder ihr fangt direkt mit dem Schneiden des Belags an. In der Regel klebe ich meine Belege am Abend,
Stelle dann über die Nacht die Bücher rauf und schneide dann am nächsten Morgen die Belege. Das Schneiden mit der Schere ist echt super easy. Dreht den Schläger um, sodass der Schwamm zu euch zeigt. Dann nehmt ihr die Schere so, dass die Krümmung von dem Schläger weggeht. Fangt unten an und schneidet dann ganz in Ruhe schön dicht am Holz einmal um den Schläger herum. Und das war's auch schon. Nur noch Kantenband drum machen, damit ihr euch nicht dieselbe Macke in den Schläger haut wie ich, und dann kann es direkt losgehen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ihr Material fürs Kleben kauft, macht das sehr gerne über die Links in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alle Materialien sind dort verlinkt. Das unterstützt uns sehr und für euch stehen dabei selbstverständlich keine Mehrkosten. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein!